Raumfülle, Konstruktionsverfahren, Fläche. Hallo und herzlich willkommen bei Captain Cut. Ich bin der Michael. Eine Variante zu der Erstellung von Modellschiffen ist es, mit dem Flächenmodul zu arbeiten. Der erste Schritt, wenn man mit Flächen arbeiten will, ist es, eine Skizze auf eine Ebene zu legen. Also wählen wir eine Skizze. Jetzt brauchen wir eine Linie. Ich nehme dazu eine Spline. Skizze fertigstellen. Der Vorteil am Arbeiten mit Flächen ist, dass uns ein paar Linien reichen, um einen Körper zu erstellen. Also gehen wir ins Werkzeug Fläche. Im Werkzeugkasten, der aufgegangen ist, sehen wir die uns bekannten Auswahlfelder, wie bei den Volumenkörpern, zum Beispiel Drehen und die Extrusion. Als erstes klicke ich die Extrusion an und dann die Linie. Dann müssen wir entscheiden, ob wir einen Versatz haben wollen oder auf der Höhe eines Objekts anfangen wollen. Wir bleiben hier bei der Profilebene. Die Richtung setzen wir auf symmetrisch. Und nun nur noch einen Abstand eintragen. Bestätigen und schon haben wir eine Fläche erstellt. Eine kleine Anmerkung: Eine Fläche hat in Fusion keine Dicke. Darum noch schnell verdicken, um einen Körper daraus zu machen. Wir schauen uns noch mal kurz das Symbol ein, denn es ist jetzt noch das einer Fläche. Wie wir sehen, hat sich auch das Symbol verändert und es ist ein zweiter Körper entstanden. Wir können uns schnell noch eine weitere Vorgehensweise anschauen, die bei mir öfters zum Einsatz kommt. Und zwar brauchen wir hierfür mehr als eine Skizze, die wir schnell erstellen. Also Skizze auf die Ebene legen. Ich erstelle ein Polygon. Dazu fügen wir noch eine Versatzebene ein. Ich zeichne das zweite Polygon. Skizze fertigstellen. Und nun noch einen Punkt in einer dritten Ebene. Gehen wir nochmal in die letzte Skizze und fügen noch zwei Linien hinzu. (3D-Skizze) aktivieren. Nehmen wir eine Spline. Nun können wir die Flächen erstellen, mit Hilfe der Erhebung. Die erste Linie auswählen, mit Plus die zweite. Und jetzt kommt das Besondere bei der Erhebung.
die erste Linie auswählen, mit Plus dann die zweite. Ich wähle die beiden Verlaufsführungen aus. Und somit kann ich einer Fläche beim Erstellen eine Kontur geben. Aber wie schaut es nun in einem komplexen Projekt aus? Ich habe die Skizzen, die wir zum Erstellen brauchen, schon mal vorbereitet. Der Aufbau der Skizze ist so, wie man in der Realität auf der Werkbank starken würde. Als erstes habe ich die Spanten mit Skizzen in die Komponente projiziert. Dann immer eine Ebene mit Schnittmenge, die Punkte in die aktuelle 3D-Skizze und dann mit einer Spline verbunden. Nun wählen wir wieder die Erhebung aus und markieren die erste Linie. Am besten funktioniert es, wenn wir die Segmente einzeln erstellen und am Schluss zusammenheften. Hierbei müssen wir die automatisch ausgeblendeten Skizzen für den Verlauf wieder einblenden. Wenn wir alle Teile beisammen haben, können wir sie zusammenheften und einen Flächenkörper draus machen.
Jetzt können wir die Skizzen wieder ausblenden. Dann heften wir mal alle Teile über den Ordnerbaum. Alle markieren und heften. Jetzt dauert es einen Moment. Und mit OK bestätigen. Den Körper benennen. Dann spiegeln wir das Ganze, dass wir einen vollständigen Rumpf bekommen. Über den bekannten Weg, dem Rumpf sein Aluminiummaterial in einer schönen roten Farbe zuordnen. Hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen für euer Projekt. Abonniert meinen Kanal und bis die Tage.